Wohnung mieten. Vom Besichtigungstermin bis zum Vertrag. Guten Tag, Frau Schneider. Schön, dass Sie pünktlich da sind. Herzlich willkommen zur Besichtigung. Wir stehen hier vor dem Mehrfamilienhaus, in dem sich die Wohnung befindet. Wie war die Anfahrt? Guten Tag, Herr Meier. Vielen Dank, die Anfahrt war unkompliziert. Die Umgebung gefällt mir auf den ersten Blick ganz gut. Die Straße wirkt ruhig, aber gleichzeitig scheint es genug Geschäfte in der Nähe zu geben. Ja, das ist einer der Pluspunkte. Hier im Viertel haben Sie mehrere Supermärkte, eine Apotheke und sogar ein kleines Café um die Ecke. Der Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr ist ebenfalls sehr gut. Die U-Bahn-Station ist nur 5 Minuten zu Fuß entfernt. Das klingt hervorragend. Darf ich mir zuerst die Wohnung ansehen? Selbstverständlich. Folgen Sie mir bitte in den ersten Stock. Die Wohnung befindet sich hier in der Etage links. Wir haben 3 Zimmer auf ungefähr 75 Quadratmetern. Bitte treten Sie ein. Hier im Flur haben Sie Platz für eine kleine Garderobe. Rechter Hand geht's ins Wohnzimmer. Das ist das größte Zimmer. Ich mache gleich das Rollo hoch, dann sehen Sie, dass es sehr hell ist, weil das Fenster nach Süden ausgerichtet ist. Das Wohnzimmer gefällt mir sehr gut. Die Decken sind nicht zu niedrig und ich sehe, dass die Fenster doppelt verglast sind. Das ist sicher gut für die Wärmedämmung. Genau. Die Fenster sind vor 2 Jahren erneuert worden. Das hält im Winter die Wärme drinnen und im Sommer die Hitze draußen. Zudem spart man Heizkosten. Darf ich mir auch die anderen Räume ansehen? Natürlich. Hier links ist das Schlafzimmer, etwas kleiner als das Wohnzimmer, aber dennoch ausreichend für ein Doppelbett und einen Kleiderschrank. Das Fenster geht zum Hinterhof hinaus, dort ist es noch ruhiger. Der Hinterhof ist ja nett begrünt und man hört wirklich kaum Straßenlärm. Sehr angenehm. Richtig. Der Hinterhof wird von allen Hausbewohnern gemeinsam genutzt. Es gibt sogar eine kleine Bank, auf der man im Sommer sitzen kann. Und rechts neben dem Schlafzimmer ist das Arbeitszimmer oder Kinderzimmer, je nachdem, wofür Sie es nutzen möchten. Das 3. Zimmer ist praktisch. Ich arbeite gelegentlich im Homeoffice. Da ist ein separates Büro ideal. Genau. Kommen wir nun zur Küche. Die Küche ist bereits mit einer Einbauküche ausgestattet, inklusive Herd, Backofen und Kühlschrank. Die Möbel gehören zum Mietobjekt, Sie müssten sich also nicht selbst um eine Küche kümmern. Die Geräte sind etwa 3 Jahre alt und in gutem Zustand. Perfekt. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich gerade keine eigene Küche habe. Und das Bad? Das Bad ist am Ende des Flurs auf der rechten Seite. Es ist mit einer Badewanne ausgestattet, hat ein Fenster und ist vor 1,5 Jahren neu gefliest worden. Warmwasser kommt über einen Durchlauferhitzer, die Heizung ist eine Zentralheizung für das ganze Haus. Das Bad sieht sauber und modern aus. Insgesamt macht die Wohnung einen sehr guten Eindruck. Könnten Sie mir ein paar Details zu den Mietkonditionen nennen? Aber gerne. Die Kaltmiete beträgt 900 € im Monat. Hinzu kommen noch die Nebenkosten in Höhe von etwa 200 €. Darin enthalten sind Heizkosten, Wasser, Müllabfuhr, Hausreinigung und Treppenhausstrom. Strom und Internet müssten Sie selbst anmelden und bezahlen. Das ist im Preisrahmen, den ich mir vorgestellt habe. Wie sieht es mit einer Kaution aus? Die Kaution beträgt 3 Netto-Kaltmieten, also 2.700 €. Diese müssen Sie vor Schlüsselübergabe auf ein Kautionskonto einzahlen. Das Geld wird selbstverständlich verzinst und nach Ende des Mietverhältnisses erhalten Sie die Kaution bei ordnungsgemäßer Wohnungsübergabe zurück. Verstehe. 3 Monatsmieten Kaution ist ja üblich. Wie lange ist die Mindestmietdauer? Ich bevorzuge eine Mindestmietdauer von 12 Monaten. Danach gilt eine normale Kündigungsfrist von 3 Monaten. Wenn Sie aber länger bleiben wollen, ist das natürlich sehr willkommen. Ich habe gern langjährige, zuverlässige Mieter. Ich plane ohnehin mindestens 2 bis 3 Jahre hier zu wohnen. Also passt das gut. Welche Unterlagen benötigen Sie von mir? Üblicherweise hätte ich gern eine Schufa-Auskunft, Ihren Gehaltsnachweis der letzten 3 Monate und eine Kopie Ihres Personalausweises. Falls Sie schon eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung von Ihrem bisherigen Vermieter haben,
wäre das ebenfalls hilfreich. Eine Schufa-Auskunft kann ich Ihnen vorlegen, genauso wie Gehaltsnachweise. Ich arbeite unbefristet in einem mittelständischen Unternehmen hier in der Stadt. Das sollte also kein Problem sein. Eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung kann ich von meinem jetzigen Vermieter anfordern. Das klingt sehr gut. Wenn Sie mir die Unterlagen zuschicken, kann ich den Vertragsentwurf vorbereiten. Dann könnten wir uns in ein paar Tagen nochmal treffen, um den Mietvertrag zu unterschreiben. In Ordnung. Wie ist denn die Staffelung der Miete? Gibt es eine Staffelmiete oder bleibt der Mietpreis erstmal gleich? Der Mietpreis bleibt für die ersten 2 Jahre unverändert. Danach besteht die Möglichkeit einer Staffelmiete von jährlich 2%. Aber das würde ich individuell mit Ihnen abstimmen. Das ist kein Muss, sondern nur eine Option. Alles klar. Und wie sieht es mit Haustieren aus? Ich habe eine kleine Katze. Eine Katze ist kein Problem. Kleintiere sind grundsätzlich erlaubt, solange sie die Nachbarn nicht stören. Bei Hunden frage ich immer zuvor, aber eine Katze ist völlig in Ordnung. Hervorragend. Dann würde ich sagen, ich lasse Ihnen spätestens morgen meine Unterlagen zukommen und wir können dann den weiteren Schritt angehen. Sehr gern. Ich bin erreichbar unter meiner E-Mail-Adresse und auch telefonisch. Sobald ich Ihre Unterlagen habe und alles passt, erstelle ich einen Mietvertragsentwurf. Dann lade ich Sie in mein Büro ein, dort können wir den Vertrag gemeinsam durchgehen und unterzeichnen. Das klingt nach einem guten Plan. Ich freue mich darauf, hier einzuziehen. Die Wohnung gefällt mir richtig gut. Das freut mich sehr. Ich bin sicher, Sie werden sich hier wohlfühlen. Wenn Sie möchten, können wir jetzt noch kurz den Kellerraum ansehen. Jeder Mieter bekommt ein abschließbares Kellerabteil dazu. Außerdem ist im Erdgeschoss ein Fahrradkeller, den alle nutzen dürfen. Ja, gerne. Ein Kellerabteil ist praktisch zum Verstauen von selten benutzten Dingen. Und ein gemeinsamer Fahrradkeller ist ebenfalls ein Plus. Perfekt. Dann gehen wir kurz runter. Anschließend verabschieden wir uns und ich warte auf Ihre Unterlagen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich danke Ihnen für die ausführliche Besichtigung und die vielen Informationen. Bis bald, Herr Meier. Bis bald, Frau Schneider. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.